Warte mal, hier wollte ich doch erst am Ende des Videos sein. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. 3 Wochen reisen wir quer durch die USA, vom sonnigen Kalifornien zum Sündenfuhl Las Vegas bis in die Hochebene Utahs und Arizonas zu den wunderbarsten Nationalparks Amerikas. Während wir in Teil 1 und 2 Disneyland Las Vegas und einen der prächtigsten Nationalparks der USA unsicher gemacht haben, werden wir dieses Mal tiefer in die Wildnis von Utah eintauchen. Denn dieser Bundesstaat hat mehr zu bieten als religiöse Gruppen, die das Biertrinken stark regulieren. Es gibt Berge, Wüsten und atemberaubende Gesteinsformationen. Das ist wirklich einer der vielfältigsten Orte Amerikas. Ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber, und in dieser Vlog-Reihe erfahrt ihr alles, was ihr über den Südwesten der Staaten wissen müsst, denn wir machen die perfekte Rundreise. Ja, und diese Aussicht würdet ihr verpassen, wenn ihr einfach den normalen Highway gefahren wärt. Auf keinen Fall. Wir sind nämlich auf dem Weg von der Gooseberry Lodge zu unserem nächsten Stop, Bryce Canyon. Und wenn ihr auf Google vertraut, fahrt ihr einen stinklangweiligen Highway entlang. Deswegen hört lieber auf mich, denn wir machen den Scenic Byway Nummer 12 unsicher. Eine der schönsten Landstraßen der USA. Aber dazu nachher noch mehr. Unser erster Zwischenstopp ist hier in Grafton. Das ist eine Geisterstadt, also ein kleines Geisterdorf eher. Und das ist noch vor dem Zion National Park. Und das gilt als Most Photographed Ghost Town in the US, weil es in einigen Filmen auch gefilmt wurde. Also zum Beispiel in Butch Cassidy in The Sundance Kid und noch einigen anderen Filmen in den 20er Jahren. Seit 1921 leben hier keine Menschen mehr und zwischendurch ist es auch komplett verrottet. Aber irgendwann in den 70er Jahren hat man sich entschieden, das Dorf wieder aufzubauen bzw. zu restaurieren, damit wir oder andere Touristen eben sehen können, wie es früher war. Und hier sieht man auch richtig krasse alte Grabsteine, wo die Menschen dann halt teilweise nur 30, 40 Jahre geworden sind oder andere, die halt fast 90 geworden sind. Super interessant. Solche Ghost Towns wie Grafton gibt es in den USA übrigens viele. Einige kosten Eintritt, andere eben nicht. Durch die größeren Völkerwanderungen, sei es durch Goldrush, Krankheiten oder Gesetzesänderungen, wurden häufig Dörfer kurzfristig aus dem Boden gestampft und dann ebenso kurzfristig wieder verlassen. Viel ist hier natürlich nicht, also eine Kirche, eine Scheune und 2, 3 alte Häuser, aber die sind aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts und mit dem Panorama im Hintergrund, also den Bergen, ist das einfach wunderschön und man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie die Leute hier damals gelebt haben. Man unterschätzt oft, dass der Wilde Westen, oder auch Pionierzeit genannt, gar nicht so lange her ist und einige Dörfer strahlen heutzutage immer noch so einen Vibe aus. Aber genug davon. Wir fahren weiter. Unser Weg führt uns wieder durch den Zion National Park. Falls ihr den übrigens verpasst habt, Teil 2 könnt ihr da oben anklicken. Nicht nur ein letzter Blick auf diese markanten Gipfel lohnt sich. Man fährt auch noch durch den Zion Mount Carmel Tunnel, der direkt durch den roten Sandsteinfelsen führt. Den gibt es übrigens schon seit 1930 und der ist definitiv interessant. Aber passt auf! Es gibt teilweise große Touribusse, die hier durch wollen. Dann wird der Tunnel für alle anderen gesperrt. Im schlimmsten Fall wartet ihr also lange. Dafür kommen wir dann von hier zu unserem nächsten Highlight. Und das ist echt was Seltenes. Der Weg über Zion nach Bryce Canyon lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem mein größtes Highlight sind Bisons. Also wirklich Bison. Natürlich nicht die wilden, weil die sind weiter oben im Yellowstone. Aber trotzdem Bison, die wollte ich immer schon mal sehen. Mega geil. Schaut euch einfach mal an, wie elegant diese riesigen Wollknäuel sind. Naja, weiter geht's für uns nach Panguitch, denn da beginnt der Scenic Byway 12 endlich. Wir sind jetzt an der letzten Location vor dem Hotel und zwar in Panguitch. Das ist der Start des Scenic Byways 12. Cutes kleines Dorf. Man kommt hier an sehr vielen kleinen Dörfern vorbei, wo es theoretisch nur eine wirkliche Straße gibt. Und so ist es auch hier. Man hat so ein paar kleine Shops, so ein paar Saloons bzw. alte Restaurants. Das ist auf jeden Fall mal sehenswert. Man kann auf jeden Fall mal kurz stoppen, sich das anschauen und dann weiterfahren.
Da wir aber schon länger nichts mehr gegessen haben, gehen wir ins Cowboys Smokehouse Café. Ein wirklich cutes Diner, das voll im Wild West Stil aufgeht. Ich meine, schaut euch mal den John Wayne Schrein an, das sagt alles, oder? Aber auch das Essen sagt viel, es war echt überraschend gut. Ich hatte das BLT-Sandwich und das war richtig gut. Sogar das Toastbrot hat richtig lecker geschmeckt, kann ich mir gar nicht erklären. Aber mein Highlight war wirklich dieser Heavy Kartoffelbrei. Der war super sahnig und dennoch hätte er irgendwie fester nicht sein können, also perfekt dafür. Also so einen Kartoffelbrei habe ich hier in Deutschland noch nicht gegessen. Ach ja, und das Chili war auch richtig gut. Die perfekte Konsistenz und eine richtig gute Würze. So, jetzt geht's aber wirklich auf den Scenic Byway 12. Der atemberaubender nicht starten könnte mit diesem in den Fels geschlagenen Bogen nur für die Straße. Diese Landstraße führt von Panguitch hoch bis nach Torrey und liegt direkt am Bryce Canyon und am Capitol Reef Nationalpark. Natürlich ist es eine All-American Road, was so viel bedeutet wie: vergesst Google Maps, schaut euch die Natur an und genießt verdammt nochmal den Ausblick. Ich würde euch am liebsten direkt den ganzen Scenic Byway zeigen, denn der ist wirklich unglaublich schön. Aber wir haben hier noch einen Zwischenhalt direkt am Start und der hat es ebenfalls in sich, denn das ist Bryce Canyon. Willkommen auf 2500 Meter Höhe. Eigentlich wollten wir erst ins Hotel, aber wir schieben erstmal etwas vor, denn wir sind am Sunset Point, schon im Bryce Canyon National Park. Ja, und wie es sich gehört, ist der Sunset Point perfekt für den Sunset. Und da wir genau die richtige Uhrzeit dafür haben, schauen wir uns den doch erstmal an, oder? Oh mein Gott, was eine Aussicht. Man kann hier den kompletten Canyon sehen und bei Sonnenuntergang strahlt die Sonne noch am Ende auf den Canyon, was ziemlich cool ist. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Morgen werden wir auf jeden Fall einige Hikes hier rum machen, Wall Street und Co. sehen. Ich bin richtig hyped, aber jetzt zeige ich euch erstmal wirklich unser Hotel, denn das ist auch ziemlich cool. Die Lage von unserem Hotel könnte auch wirklich nicht besser sein. Es liegt direkt am Anfang des Nationalparks, also wirklich einen Katzensprung entfernt. Wir sind im Best Western Ruby's Inn. Das Ruby's Inn gibt es seit 1916 und ist richtig krass im Western-Style aufgebaut. Ist ja immerhin mindestens mehr als 100 Jahre alt. Auf der anderen Seite gibt es noch so eine Art Old Town. Das ist so ein bisschen Souvenirshops im Western-Style, die jetzt aber mittlerweile zu haben. Im Sommer gibt es ja auch einen Shuttle und generell haben wir das eigentlich genommen, weil es nur 2 Kilometer vom Nationalpark selbst entfernt ist. Eigentlich ziemlich cool, aber ansonsten ist es mega cool. Wir haben ein riesiges Zimmer bekommen. Hier gibt es verschiedene Lodges, also es ist fast wie eine eigene Stadt. Deswegen gibt es hier auch ein eigenes Restaurant, einen General Store, wo man einkaufen kann. Und das Coolste ist, es gibt auch einen Pool und einen Jacuzzi. Und da springe ich jetzt rein. Da habe ich richtig Bock drauf. Und morgen geht es dann natürlich in den Bryce National Park. Und ich bin richtig hyped. Es waren heute Nacht einfach minus 17 Grad und heute Morgen auch noch minus 9. Deswegen haben wir ein bisschen länger geschlafen. Jetzt sind es nur noch minus 1 Grad. Blauer Himmel, schönes Wetter, also eigentlich perfekt für einen Hike. Naja, perfekt wären 20 Grad, ne? Aber wir meckern jetzt mal nicht. Und den Start machen wir am Sunrise Point, denn da geht es auf den Queen's Garden Hike, der sich dann mit dem Navajo Trail verbinden lässt. Wir können den Navajo Trail leider nicht komplett gehen, weil zum Winter ist er nämlich geschlossen, also der Wall Street Part, weil es dann halt sehr, sehr rutschig wird. Wir haben aber feste Schuhe an. Mal schauen, wie der Hike wird. Aber erstmal noch was generell zum Bryce Canyon. Der ist seit 1928 ein Nationalpark und wurde benannt nach Ebenezer Bryce, einem Pionier, der sich hier unverständlicherweise freiwillig im 19. Jahrhundert niedergelassen hat. Versteht mich nicht falsch, es ist schön und vor allem das sogenannte Amphitheater ist echt atemberaubend. Aber die Umwelt ist schon sehr hostile. Leben, vor allem ohne Heizung und Strom und allem anderen, was wir hier jetzt kennen, muss ein Horror gewesen sein. Aber das kann uns ja egal sein. Denn das Amphitheater mit seinen Hoodoos, also diesen absurden Gesteinsformen, die vom Eis und Wind geprägt werden, ist echt absurd und wirkt wie aus einer anderen Welt. Die Paiuten, also die Natives der Region, nennen die Hoodoos übrigens Anku Kuwas Avits, rote, angemalte Gesichter. Und mit etwas Fantasie kann man sich das schon vorstellen. Generell sollte man hier sagen, die Nationalparks fokussieren sich auf die Geschichte der Pionierzeit.
also die Geschichte der weißen Siedler. Ebenezer Bryce zum Beispiel war definitiv nicht der erste Bewohner der Region. Die Natives bzw. Nomadenstämme haben hier schon über Jahrhunderte immer wieder gesiedelt und ihre Überlebenskünste unter Beweis gestellt. Aber das Thema Anerkennung der Native-Geschichte ist definitiv noch ausbaufähig, auch wenn wir in Visitor Centers immer wieder Ansätze gesehen haben, die in die richtige Richtung gehen. Dennoch gibt es hier noch viel Ausbaubedarf. Aber sorry erstmal für den Exkurs. Ich gebe wieder ab an mich aus dem Nationalpark. Und kleiner Spoiler, der Hike ist echt cool. Wir sind hier oben am Sunrise Point, also der zweite hohe Punkt neben dem Sunset Punkt, auf 8500 Fuß Höhe. Das sind umgerechnet etwa 2400 oder 2500 Meter. Kein Wunder also, dass es hier so kalt ist und so viel Schnee liegt. Und naja, wir sind einfach in der Höhe der Alpen. Aber der Ausblick von hier ist einfach insane und wir gehen da hinten gleich runter zum Queen's Trail. Generell gibt es hier mehrere Hikes, die super interessant sind. Aber aufgrund der Witterungen, es ist teilweise echt glatt auf dem Weg, kann man nur Teile davon begehen. Wir haben uns entschieden, den Queen's Trail mit dem Navajo Trail zu kombinieren. Der Queen's Trail ist echt ganz cool. Am Ende ist es sehr matschig, am Anfang dafür sehr rutschig bzw. sehr eisig. Da muss man also sehr aufpassen. Aber es ist wirklich ein sehr schöner Hike und man kann zwischendurch die ganzen Hoodoos sehen oder Hoodoos, wie die heißen. Auch mal von unten. Richtig cool und man kann hier einen richtig schönen Weg drumherum machen. Aber die Queen Victoria haben wir nicht gefunden. Also eine von diesen Hoodoos, die aussehen soll wie Queen Victoria. Aber naja, trotzdem ziemlich cool. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Bryce Canyon ist mega cool. Kleiner Einschub. Wir haben die Queen noch gefunden. Und wenn man ehrlich ist, die beiden haben echt krasse Ähnlichkeit. Es gibt hier einige weitere Gesteinsformationen, die man sich auch anschauen kann. Zum Beispiel den Thors Hammer. Der Navajo Trail hingegen ist etwas schwieriger. Wie gesagt, der Wall Street Part ist zu. Aber der Part, wo wir eigentlich runtergehen wollten, geht jetzt halt steil bergauf. Aber es ist hammerschön hier und es ist recht angenehm dafür, dass es eigentlich sehr, sehr kalt sein sollte. Für 3-4 Stunden Hiken war es echt angenehm und definitiv sehenswert. Da wir nur einen ganzen Tag in Bryce Canyon haben, sind wir den Rest der Aussichtspunkte mit dem Auto abgefahren. Wir sind jetzt hier am Rainbow Point. Das ist bei über 9000 Fuß, also 2700 Metern. Und das ist sozusagen das Ende der Scenic Drive. Und es ist ein mega geiler Aussichtspunkt. Mega geil. Ja, und von hier kann man dann auch noch an anderen Aussichtspunkten vorbeifahren. Denn die ganze Route back zum Visitor Center sind einfach nur geile Aussichtspunkte. Sowas wie die Natural Bridge zum Beispiel. Und am Ende kann man sich dann noch das Visitor Center anschauen. Hier wird einem auch erklärt, dass aufgrund von geringer Lichtverschmutzung diese Region perfekt dafür ist, um nachts Sterne zu beobachten. Meine Skills für Sternfotografie halten sich aber in Grenzen, deswegen zeige ich euch mal dazu nichts. Das war es auch schon vom Bryce Canyon National Park. Für einen Tag lohnt es sich auf jeden Fall. Man kann hier schön wandern gehen. Ich empfehle vor allem das Amphitheater, wo wir ja auch wandern waren. Aber auch ganz oben beim Rainbow Point und sowas, da kann man sehr schön die Aussicht genießen. Da gibt es auch noch einige Hikes, die verbinden die ganzen Canyons und sowas. Man kann hier definitiv mehr Zeit verbringen. Für mich reicht aber ein voller Tag, weil es ist auch ein bisschen kalt hier und Schnee ist echt nicht so meins. Aber ich genieße jetzt auf jeden Fall noch den Tag, noch den Abend hier. Und morgen geht es dann weiter. Da haben wir den richtig geilen Scenic Byway 12, den wir schon angefangen haben in Panguitch letztes Mal, vorgestern. Den fahren wir weiter und enden am Ende dann in Moab, damit wir Arches sehen können, den nächsten Nationalpark. Weiter geht es also auf dem Scenic Byway 12 und da direkt mein erstes Highlight, und zwar kulinarisch. Denn bei IDQ Barbecue, kurz für I Don't Know Barbecue, lügen sie. Denn die wissen wirklich, wie man richtig cooles Barbecue macht. Vom Essen auf dem gesamten Roadtrip, wahrscheinlich war das hier mein Highlight. Das Fleisch sehr tender, die Soßen richtig lecker und der Kartoffelbrei unbeschreiblich gut. Der Stop lohnt sich. Mit vollem Magen fährt es sich auch viel besser weiter. Wir sind jetzt gerade außerhalb von Escalante und bisher ist es einfach atemberaubend. Eine der schönsten Straßen, auf denen ich je gefahren bin. So viele Felsformationen und Gebirge, die man im Hintergrund sieht. Und diese Weite, das ist einfach absolut nichts. Wir sind irgendwie auch nur an 2 Dörfern vorbeigekommen. Der Scenic Bydrive geht bis Torrey, dann fahren wir über Henkerville, da sollte eine coole Tankstelle sein. Und dann geht es auch schon weiter nach Moab. Guckt euch mal die Bilder an, es ist einfach Hammer.
Das Coole ist eben, dass man keine eintönige Landschaft vor sich sieht, sondern wirklich einen großartigen Wechsel von zum Beispiel Schnee zu krassen Gebirgszügen, über deren Kamm man sogar fährt. Was für eine Aussicht! Okay, wir sind noch nicht in Hanksville, denn ich habe noch einen Zwischenstopp eingelegt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man quer durch den Capitol Reef National Park, also einen der großen Big Circle National Parks, fährt, wenn man nach Hanksville will. Und dann sieht man einfach, so eine geile Aussicht hat man hier. Mega schön. Hier kann man noch einen Scenic Drive machen, der kostet aber $20. Den machen wir nicht, weil es noch ein bisschen weiter nach Hanksville, ungefähr 37 Meilen von hier. Und von da sind es dann wahrscheinlich auch noch mal 40 Meilen bis nach Moab. Und wir wollen das heute noch auf jeden Fall schaffen. Deswegen geht es jetzt weiter, aber es ist wirklich sehr schön hier. Capitol Reef liegt wunderschön, man kommt von den Bergen und ist einfach sehr hoch, es ist sehr windig, sehr viel Schnee. Und mit einmal kommt dann dieses Gebirge aus dem Nichts, dieser rote Canyon. Und es ist einfach wunderschön. Also das kann man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man hier ist. Von da war Hanksville auch wirklich nicht weit weg. Das Dorf ist cute und besticht durch ein paar interessante Häuser und Ausstellungen. Aber vor allem durch das hier. Endlich eine Tankstelle und ich dachte schon, wir kommen nicht mehr weiter. Nee, kleiner Spaß, wir hatten genug Sprit, aber kleiner Tipp, tankt vorher, bevor ihr diese Scenic Byway fahrt, weil ich glaube, auf dem ganzen Strecke, auf den ganzen 200 Kilometer haben wir irgendwie 5 Tankstellen nur gesehen. Also vorher tanken ist wichtig. Warum wir aber wirklich hier sind in Hanksville, ist wegen dieser Tankstelle und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist die einfach in einen Berg hineingebaut worden. Mega geil. Gucken wir mal rein. Am Ende ist es eine ganz normale Tankstelle. Aber wenn man hierher kommt, kann man auch kurz stoppen, um sich etwas zu trinken zu holen und sich ein letztes Mal vor Moab die Beine zu vertreten. Wir sind in Moab angekommen, in der Expedition Lodge, unserem Hotel hier. Ziemlich cool. 2 Betten wieder, einen süßen Kühlschrank, der so aussieht wie aus den 60er Jahren, kleines Badezimmer. Ansonsten gibt es hier auch einen Whirlpool draußen, der geheatet ist, aber es ist so kalt draußen, da will ich gar nicht rausgehen. Und ansonsten, das Haus hat ein geiles Logo und das Frühstück ist bestimmt auch ganz cool. Das Beste ist, es ist direkt an der Main Street, also nicht weit weg von allem Möglichen. Hier gibt es eine Brewery und ihr wisst ja, in Utah gibt es nicht viele Restaurants, die Alkohol ausschenken, beziehungsweise richtige Bars. Deswegen werden wir uns das heute mal gönnen. Und Mike, du aus dem Off, übernimm doch mal und sag mal, was Utah so besonders macht. Utah, den man gerne auch mal Beehive State nennt, ist vor allem durch seine Mormonen bekannt, die hier sehr fleißig wie die Bienen, also da kommt der Name her, alles besiedelt und aufgebaut haben. Er besticht durch die Natur und eben auch durch die strengen Alkoholgesetze. Aber naja, benannt wurde der Staat übrigens nach dem Native-Volk der Ute und hat keinen religiös angehauchten Namen, so wie die Mormonen es eigentlich wollten. Und hier findet man auch an vielen Orten Hinterbliebenschaften der Natives, sowie zum Beispiel Wandmalereien. Unser nächstes Ziel Moab liegt übrigens direkt am Arches National Park, aber auch nahe bei den Canyonlands und einigen anderen State Parks. Hier hätte man deutlich mehr Zeit verbringen können, um die Natur in Ruhe aufzusaugen. Denn wir sind hier ebenfalls nur einen vollen Tag, aber den nutzen wir gut. Moab selbst ist übrigens auch ganz cute und hat einige interessante Cafés und Restaurants. Da wäre zum Beispiel Doughbird, die Donuts mit Hähnchen anbieten. Klingt genauso weird wie das Gericht, das ich im Disneyland hatte. Aber hier gibt es auch noch einen Street Food Market. Die hatten aber irgendwie alle nicht auf. Unlucky. Auf dem Weg zur Brauerei haben wir noch Hunger bekommen. Das Gute ist, in Moab spielt sich alles an der Main Street ab. Also wirklich alles. Restaurants, Läden und Co. Sie haben sehr viele Restaurants hier. Wir haben uns für das Diner entschieden. Im 60er-Jahres-Stil. Hier gibt es Burger, Milchshake, Eis und. Ich hatte das Coco Patty Sandwich. War ganz okay, war nichts Besonderes. Der Milchshake aber war mega geil. Und Natalia hatte einen richtig guten Salat. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Morgen werden wir auf jeden Fall was anderes testen. Aber heute jetzt gehen wir in die Brauerei. Mal schauen, ob ich da noch was aufnehme. Und sehen wir uns in Arches. Ich
bin jetzt hier im Arches National Park und kann schon sagen, es ist einfach atemberaubend. Wir haben den Tag begonnen mit dem Visitor Center. Übrigens, ich empfehle euch, wenn ihr nicht in der Nebensaison wie wir seid, kommt so früh wie möglich. Draußen sind Schilder wie wartet hier eine halbe Stunde, wartet hier eine Stunde. Denn Arches hat ein spezielles Parksystem eingeführt, wo nicht jeder einfach so rein kann. Also kommt sehr früh im Sommer. Wir hatten aber genug Zeit, deswegen easy. Wir sind im Visitor Center gestartet und da erfährt man natürlich sehr viel schon über die Arches, über den Nationalpark und auch so ein bisschen, wie das hier besiedelt wurde. Nicht nur von den Siedlern im 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, sondern auch von den Natives. Deswegen auf jeden Fall sehenswert. Und ansonsten, wenn man in Richtung Delicate Arch fährt, das ist nämlich den Hike, den wir heute machen werden, dann sieht man schon jede Menge. Da sind zum Beispiel die Petrified Dunes, also versteinerte Dünen. Und da sieht es einfach aus wie in einer prähistorischen Zeit. Es fehlen nur noch die Dinos. Dann kommt man weiter am Balanced Rock vorbei, also ein riesiger Stein, der einfach auf so einer kleinen Steinsäule steht und jederzeit umfallen kann. Wunderschön. Jetzt sind wir erstmal zum Delicate Arch Viewpoint gefahren. Heißt, es ist ein Mini-Hike. Von da kann man den Delicate Arch sehen, den bekanntesten Hike hier. Und das werden wir uns mal anschauen. Hinter mir sieht man den Delicate Arch. Wir sind jetzt gerade am Delicate Arch Viewpoint. Wir werden gleich natürlich den Hike machen, der uns dahin führt. Generell, wir machen fast in allen Nationalparks, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, die ikonischen Wanderwege. Denn wir haben nur sehr wenig Zeit und sind zum ersten Mal hier. Deswegen wollen wir gleich die bekanntesten Wege machen. Wenn ihr natürlich mehr Zeit habt oder das zweite oder dritte Mal hier seid, hier gibt es noch genug andere Wanderwege, die man machen kann. So, jetzt gehen wir aber auf den Delicate Arch Wanderweg. Ja, der erste Teil des Hikes war noch relativ angenehm. Ging ein bisschen bergauf, bergab. Wir sind ein bisschen außer Puste, aber alles noch cool. Aber jetzt wird es spannend, denn jetzt kraxeln wir einfach den Berg hoch da hinten, um dann zum Delicate Arch zu kommen. Am Ende sind es 2,4 Kilometer, aber ich habe gehört, die Aussicht soll sich lohnen. Also springen wir mal dahin, oder? Wie ihr seht hinter mir, wir sind am Delicate Arch angekommen. Der Weg ist gar nicht so hart, also ein bisschen anstrengend. Das ist krass, ist aber wenn man Höhenangst hat, ist das wirklich nicht einfach hier hochzugehen. Kostet wirklich Überwindung. Der Stein ist sehr grifffest, also man fällt nicht um, aber trotzdem ist es ja alles schräg und hinter dem Arch geht es direkt steil bergab. Deswegen gehe ich auch nicht viel näher, aber es ist unglaublich schön, diese Aussicht von hier oben. Das muss man sich mal gegönnt haben. Alright, kleines Update. Wenn man sich etwas überwindet, kommt man doch näher ran. Ist dann nicht ganz so schlimm. Man muss sich nur erstmal gewöhnen, dass es hier so ein bisschen bergab geht. Aber der Stein ist wirklich sehr, sehr fest. Geil. Aber jetzt geht's zum nächsten Aussichtspunkt. Wenn ihr ein paar mehr Arches sehen wollt auf einmal, dann geht zum Beispiel zum Devil's Man Garden. Da sind Landscape Arch und Co. Aber wenn ihr zum Beispiel wie wir ERV seid und einen kurzen Hike nur machen wollt, dann geht ihr hier hin. Hinter uns sieht man nämlich North und South Windows und auf der anderen Seite ist noch Double Arch und die gucken wir uns mal genauer an. Schöner, sehr kurzer Hike und direkt die Arches vor der Tür. Nice. Wie gesagt, wenn ihr mehr Zeit habt, bleibt noch etwas in Moab. Das Dorf bietet echt viele Essensmöglichkeiten, die uns gerade in Zion oder Bryce Canyon arg gefehlt haben. Wir waren hier auch einmal richtig typisch mexikanisch essen. Dazu gibt es ja noch den Canyonlands National Park, der ebenfalls zum Big Circle gehört und definitiv noch einen Besuch wert ist. Ich habe auch gehört, hier gibt es Arches, durch die man mit seiner Drohne fliegen kann, weil sie nicht im Nationalpark sind. Also wirklich cool. Aber für uns geht es jetzt auch zur letzten Etappe dieses Vlogs, zum Monument Valley. Kurz bevor man beim Monument Valley ankommt, empfehle ich eine kleine Detour. Das Valley of Gods. Und wenn ich Detour meine, dann meine ich schon etwas Offroad. Dafür wird man aber mit diesen coolen Gesteinskonstellationen und der Weite belohnt. Einfach atemberaubend schön und super ruhig. Man ist da echt gefühlt komplett alleine. Bei diesen Gesteinstürmen handelt es sich der Mythologie nach um versteinerte Stammeskrieger. Auch mal interessant. Aber wollen wir weiter zum Monument Valley? Filmfans kennen den Ort sicher auswendig. Genau, das Monument Valley liegt direkt auf dem Weg nach Page, da wo wir im nächsten Video dann sind. Wie man hier sieht, wir sind jetzt an dem Spot, wo Forrest Gump damals lang gelaufen ist.
Generell das Monument Valley, sehr viel gibt es auf dem Weg hierhin nicht zu sehen. Den Mexican Head, das Valley of Gods, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Und ansonsten das Valley hinter uns, das wirklich wunderschön ist und diese riesig lange Straße. Deswegen haben sie sich den Spot damals für den Film ausgesucht. Man kann hier auch einen Scenic Drive machen. Der kostet aber $20, glaube ich. Lohnt sich aber trotzdem, wenn man hier ein bisschen Zeit verbringen möchte. Und richtig schön soll es hier sein, wenn die Sonne untergeht. Ich empfehle noch, das Visitor Center zu besuchen, das auf dem Reservoir-Gelände liegt. Der Valley Drive Pass kostet auch übrigens nur $8 und die ganzen Einnahmen sind für die Navajo Natives, denen das Land gehört. Es lohnt sich definitiv, hier 1-2 Stunden zu verbringen, um nicht nur das Land zu bewundern, sondern auch etwas über die Traditionen und die Geschichte der Stämme zu lernen. Monument Valley ist also ein absolutes Highlight. Das war es auch schon von unserem dritten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu folgen, subscriben und Co. Im dritten Video geht es dann wie nochmal weiter? Mike, übernimm mal bitte ab jetzt. Liebend gern, denn in Teil 4 dringen wir tiefer ins Land der Natives ein und reisen erstmal nach Page, um dort einige Canyons und Schluchten zu sehen, und von da geht es dann auch weiter nach Flagstaff, um eben den bekanntesten Nationalpark der Welt zu sehen, Grand Canyon. Ach ja, außerdem sehen wir Sedona und machen unsere ersten Schritte in Richtung West auf der Route 66. Bleibt also dran.